Tanning Rack. Mal gucken. Gibt es hier irgendwas Neues, was man machen kann? Auxiliary Armors. Ah, Bandanas. Ja, ich habe ja eine neue Mod installiert. Habt ihr vielleicht vorhin gesehen. Beim Start in Dragon's Reach. Und zwar, Immersive Armors. Endlich gibt es auch Immersive Armors für die Skyrim Special Edition. Eine sehr, sehr geile Mod. Entschuldigung. Eine sehr, sehr geile Mod, die neue Rüstungen in Skyrim integriert. Die man halt mit einem bestimmten Skill dann eben machen kann. Und da gehört halt auch die Auxiliary Armors dazu. Gut, das sind Face Masks, die sind nicht davon. Lever. Gut, das ist Bandolier. Da habe ich ja schon eine Pouch gemacht. Das sind so viele einfach. Und Hide, okay, gut, brauche ich jetzt auch nicht. Ich frage mich immer noch, wo ich diesen scheiß Rucksack machen kann, Mann. Das kann doch nicht sein. Blacksmith Forge. Warte mal. Probieren wir es aus. Ich habe mal gelesen, dass es angeblich, dass dieser Bug angeblich nicht auftreten soll, also dieser Grafikbug, wenn man seine Waffe nochmal wegsteckt. Aber warte mal. Das kann doch nicht sein. Dieser Bug nervt mich so extrem. Ich kann da nicht mal richtig spielen, weil es mich so aufregt. Ich finde es so nervig einfach. Jetzt geht's, warum auch immer. Wooden Sword bringt uns nichts, Hide Armor auch nicht, Iron, okay, gut, hier gibt es die Banded Iron Armor. Die theoretisch besser ist, aber gut. Imperial Armor, damit können wir auch nichts mit anfangen. Steel Armor. Und die Steel Armor ist eigentlich gar nicht schlecht und vor allem sieht die auch ganz cool aus. Ja, ups, das wollte ich nicht. Leather Armor. Elven. Auch alles schon gesehen. Elven Armor kann ich ja nur machen, weil ich den falschen Perk geskillt habe. Blackhawk Amulet. Building Materials. Brauche ich auch alles noch nicht. Auxiliary Armors. Barbarian Armor. Genau, die Barbarian Armor zum Beispiel, oder die Bosma Armor kommen aus der Mod. Weil die Bosma Armor auch irgendwie ganz cool aussieht, ne? Bosma Hood, Bosma Mask. Bosma Shoulder Cape. Briganten Armor, Brigand Blade Harness, okay. Ein Eye Patch, nice. Der Fur Color ist eigentlich ganz cool. Sogar Gold Earrings, krass. Vielleicht machen wir so einen mal. Tight oder loose, müssen wir mal gucken. Oh, sogar Kite Shields, nice. Hawaiian Mail. Light Painted Round Shield. Da gibt's echt einiges jetzt. Mercenary Gauntlets, Nord Mail. Painted Fur Hood, Painted Hide Shield, das meinte ich. Redguard Night Cape. Redguard Armor kann man bauen. Ringmail Hood, okay. Steel Buckler. Bone Mold, okay, die kannten wir ja, glaube ich, schon, oder? Chitin, das ist diese Chitin-Rüstung. Die sieht auch ganz witzig aus, aber irgendwie eklig, ich weiß nicht. Nordic Arrows können wir machen. Das sind die Buckles, glaube ich, für die Pouches. Ah ne, das war der Shellbug Helmet, okay. Silver Great Sword, das sieht cool aus. Oh, es gibt auch ein Silver Sword. Ein normales Silver Sword, aber wir haben halt keine Silver Ingots. Okay, lass mich mal gucken. Was brauchte ich denn für den
Für den Collar. Eine Furplate und Leather Strips. Mal gehen wir mal hier hin. Ein Tanning Rack. Hide. Furplate. Und Leather Strips brauchen wir noch. Ach, kann ich aus Furplate kann ich Leather machen. Das ist ja ein bisschen sinnfrei so. Okay. Dann, wie spät ist es denn eigentlich? Achso, warte mal. Dann warten wir mal 4 Stunden. Ist es 7? Dann müsste doch hier schon wieder was los sein. Ja, siehst du mal. It's always good to see some the finest weapons in armor. The finest weapons in armor. Genau, ich hätte gern Leder. Weil die 29 ist es halt schon teuer. Warte mal, ich kann auch was verkaufen, gell? Warte mal. Crossbow, Imperial Bow. Hunting Bow? Gut, der Imperial Bow ist sogar besser. Dann verkaufe ich den Hunting Bow jetzt nämlich auch. Das Imperial Sword. Warte mal, was hat denn mein Steel Mace? Oh, 18, okay, gut. Steel Dagger, das kann ich auch alles einschmelzen. Also die Dagger schmelze ich, glaube ich, ein. Das Imperial Sword, das verkaufe ich jetzt einfach mal. Und Crossbow macht halt 30 Damage, aber ich finde den Bogen halt immer irgendwie cooler. Ich weiß auch nicht. Ich verkaufe die Crossbow, was soll's. Apparel. So, Furboots und Furgauntlets behalte ich mal. Allein, wenn wir mal wieder irgendwo unterwegs sind, wo es kalt ist. Fur-Shoes weg. Hide Helmet ist ja meiner. Den lege ich mir irgendwann in den Schrank, wenn ich einen habe. Alteration Spell. Kostet 70% less to cast. Brauche ich nicht. Nord Mail Shirt. Was habe ich denn aktuell an? Was habe ich denn aktuell? Ach, die Elfenarmor, genau. Und die Elfenarmor war besser als das Nord Mail Shirt. Dann verkaufe ich das auch. Studded Armor of Health. Nee. Walking Stick behalte ich mal. Das kann weg. Das kann weg und... Weil's besser, gell? Okay. Auch weg. So, haben wir hier noch was? Hide Lace, okay. Eine Shovel habe ich noch, die behalte ich aber. Ein Ingots, Hide Lace, Furplate. Okay. Good luck out there. So, am Smelter kann ich jetzt zumindest mal meinen... den Cast Iron Pot, den behalte ich mal. Aber ich kann hier den Steel Dagger, kann ich mal einschmelzen. Und 30 Stahlpfeile könnte ich jetzt auch zu Ingots machen, aber das mache ich jetzt nicht. Okay, erinnert nichts daran, dass ich Leder brauche. Warte mal. How's it go? What can I do for you? Looking to protect yourself or Mist. deal some damage? Leather Strips kosten 9. Einer kostet 9. Hatte ich das nicht schon mal? 9, 18, 27. Das heißt, das Leder wäre halt günstiger. Also insgesamt, weil aus dem Leder bekommen wir 4 Strips. Und 4 Strips kosten aber mehr zusammen als ein Leder. Deswegen, ich kaufe mir mal 4 Leder, 116 Gold, das ist okay. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Alles klar. Und jetzt mache ich mir mal eben... Nein. Mache ich mir mal eben Lederstrips, 4 Stück. Jetzt baue ich mir mal einen Fur-Collar. Wahrscheinlich sieht er mit dem Umhang richtig scheiße aus, aber ist egal. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Also guck mal, das kann ich sogar Barbarian Helmet machen. Wo denn die Bosma-Sachen? Refined Moonstone, ja. Lol, Spider-Egg, WTF. Bosma Koif. Oh, die Rüstung sieht cool aus, also der Helm sieht cool aus. Furplate, Refined Moonstone und Hanging Moss, alles klar. Okay, ciao. Tight oder loose? Tight, loose, ich mach mal tight. Items. Apparel.
Ah. Nur das geht doch sogar, guck mal. Das sieht sogar ganz cool aus, oder? Ich finde, es geht. Kann man so lassen. Exit Warming Hands. Ich finde, das kann man so lassen, auf jeden Fall. Der Loose-mäßig, also der etwas weiter geschnittene hätte wahrscheinlich dann über der Rüstung gesessen. Das wäre vielleicht ein bisschen doof gewesen. Weiß ich nicht. Nein, ich wollte einfach nur die Warming Hands verlassen. Okay. Ja, aber ist eigentlich ganz cool. Kann man machen. Kann man so lassen auf jeden Fall. So, die Typen eben, die haben doch eine Dame gesucht. Eine Redguard-Dame. Übrigens. Ich hätte gern ein Haus. Ich brauche ein Haus. Ich muss meine Sachen mal ablegen. Weil diese Drachenknochen sind super schwer und ich will die nicht mit mir rumtragen müssen. Genau. Die Typen eben, die haben eine Redguard-Woman gesucht. Eine Red Guardian-Frau, wie auch immer man das ausspricht, wenn du Redguard bist. Red Guardian? Ist es so? Red Guardian? Keine Ahnung. Und so viele Möglichkeiten haben wir nicht. Also, man könnte meinen, es wäre vielleicht die da, aber die kam durch eine Mod, also kann sie es nicht sein. Die hier auch nicht, das sind, glaube ich, alles Nords. Wenn auch recht braun, aber was soll's. Aber es gibt eine Red Guardian Woman. Die Frage ist, wo ist sie? Wo ist die? Was gibt's hier? Ach, da geht's nach Whiterun raus. Warte mal, darf ich hier hoch? Danke. Dort. Okay, hier ist nichts. Thief of Virtue. Let me tell the tale of the Thief of Virtue. In the land of Hammerfell, in the city of Such, there lived a baron who was quite wealthy. He was a noted collector of rare coins. The Baroness Veronique found the whole thing quite tedious. However, she did appreciate the lifestyle that the Baron's wealth provided. Ravius Terrinus, was das auch für ein Name ist, was a noted thief. He claimed to be a master thief in the mythical guild of thieves. However, that was most likely just braggadocio. The only known thieves guild was wiped out over 450 years ago. Ravius decided that the Baron should share his wealth. Specifically, he should share it with Ravius. The wily thief crept into the Baron's castle one night, intending to do just that. The walls of the castle were noted for their heat and unscalability. Ravius cleverly used an arrow of penetration to affix a rope to the top of the battlements. Once on the battlements, he had to evade the Baron's guards by hiding in the shadows of the crenellations. He was able to work his way to the keep undetected. Entering the keep was child's play for a thief of his caliber. However, a cunning lock with no less than 13 pins protected the private quarters of the Baron. Ravius broke only 9 lockpicks to open it. Using only a fork, a bit of string, and a wineskin, he disabled the 7 traps guarding the Baron's coin collection. Truly, Ravius was a master among thieves. With the coins safely in his grasp, Ravius began his escape only to find the way blocked. The Baron had found the open door and was raising the guard to scour the castle. Ravius fled deeper into the castle, one step ahead of the questing guards. His only way out led through the boudoir. Is this boudoir? Boudoir of Baroness Veronique. He entered to find the lady preparing for bed. Now, it should be said that at this point, Ravius was noted for his handsome looks, while the Baroness was noted for her plainness. Both of these facts were immediately recognized by each of the pair.
Dost thou come to plunder my virtue? Asked the lady, all a tremble. Nay, fair lady, Ravius said, thinking quickly. Plunder be a harsh term for ply? Ply upon such a delicate flower as your virtue. I see, thou hast made off with mine husband's precious coins. Ravius looked deeply into her eyes, and saw the only path by which he would escape this night was with his life. It would require a double sacrifice. Though these coins are of rarest value, I have now found a treasure that is beyond all value, Ravius said smoothly. Tell me, O beauteous one, why does thy husband set 7 deadly traps around this tawdry coins, but only a simple lock upon the door of his virtuous wife? Ignace protects those things that are dearest to him, Veronique replied with ire. I would give all the gold in my possession to spend but a moment basking in your radiance. With that, Ravius set down the coins he had worked so hard to steal. The Baroness swooned into his arms. When the captain of the guard asked to search her quarters, she hid Ravius most skillfully. She turned over the coins, claiming the thief dropped them when he fled out the window. With that sacrifice made, Ravius steeled himself for the second. He robbed the Lady Veronique of her virtue that night. He robbed her of it several times, lasting well into the wee hours of the morning. Exhausted yet sated, he stole away in the pre-dawn hours. Das ist auch eine interessante Geschichte. Ein Dieb, dem es eigentlich nur um Geld ging, hat eine Frau gesehen, die er so schön fand, dass er den Reichtum beiseite legte, um Zeit mit ihr zu verbringen. Ist das nicht schön? Ist das nicht eine schöne Geschichte? Die muss wirklich gut aussehend gewesen sein, die Frau. Die Miss Veronique. Ja gut, und der Dingens, wie heißt er? Charcoal. Roll of Paper. Der, Baron hatte wohl andere Sachen im Kopf. Das ist seine Frau. Genau, das ist die nette Dame. Sadia. Die einzige Redguard, die ich bisher, glaube ich, in Whiterun gesehen habe. Did you know some Alikir? Ich glaube, die heißen Alikir. Some Alikir warriors are looking for a Redguard woman. Are you sure? Oh no. They found me? I need your help, please. Come with me. I need to speak to you privately. Okay. Come with me. Okay. Dann geh auch. Irgendwo hin. Soll ich Platz machen? Go to Rorikstead, a town of the western of Whiterun Hall, to inform Alikir of Sadi's location. Ich kann jetzt entweder hier mit ihr Sache machen oder ich kann denen sagen, wo sie ist. So, are you working with them? You think you can take me? You so much as touch me and you're going to lose fingers. Okay, ich kann dich jetzt einfach mit meinem Kolben erschlagen, also mit meiner Waffe. So the Alikir know where I am? What did they offer you? Gold? How many more of them are coming? Relax, I'm not going to hurt you. Then I need your help, and there isn't anyone else I can trust here in the city. Ich nehme dich mit, aber ich tue dir nicht weh, aber ich betäub dich jetzt und dann bringe ich dich zu ihnen. Das war der Plan. Perhaps, if there's money in it. Naja, wir bleiben bei der nicht auf Geld ausgelegten Antwort. Maybe. What do you want? I am not the person that the people of Whiterun think I am. My real name is Eamon. I am a noble of House Suda in Hammerfell. The men who are looking for me, the Alikir, they are assassins in the employ of the Aldmeri Dominion. They wish to exchange my blood for gold. I need you to root them out and drive them away before they find me and drag me back to Hammerfell for an execution. Okay.
How am I supposed to get rid of them? They're mercenaries, only in it for the money. They're led by a man named Kamatu. Get rid of him, and the rest will scatter. I don't dare show my face, lest they recognize me, so you'll have to find out where they are. Any suggestions as how to find them? I heard one of them was just arrested trying to sneak into the city. If he's locked up in the jail, perhaps you can get it out of him. Please, I know I'm asking you to do something difficult, maybe even dangerous. I just don't know who else I can trust. Okay, why are the Alakir after you? I don't know for sure. I spoke out against the Aldmeri Dominion publicly. I suspect that's why these men were hired to hunt me down. Why haven't you gone to the guards for help? You think I'd be in hiding if this was something I trusted town guards to handle? These men are ruthless, cunning, deceitful. They'll pay off whoever they can. I can't trust anyone here in Whiterun. Okay, kann ich Guards verstehen. and Jarls can be bought. And the Alakir are close. I'm running out of time, so I'm choosing to trust you. Oh, das kann ich wohl verstehen. Die Guards hier sind auch jetzt, glaube ich, Find me the nicht von moment der the Sorte, Alakir als take dass me man down. sagen würde, okay, die sind jetzt wirklich hilfreich. Was machst du? Ich wollte... Hallo, was machst du? Any news of the Alakir? Nein, ich habe das Geld mitgenommen. Ciao. Ich lasse die Tür mal auf, damit hier Luft reinkommt. Nicht, dass sie mir da oben jetzt noch... hallo? Ciao. Was saß der da einfach? Ich hab den gar nicht gesehen. Der müsste auch... Kam auch, glaube ich, eben erst her, ne? Oh, did you need something? Guck mal, wer da sitzt. Haben wir die nicht schon verprügelt? Noch nicht, ne? Want to hear a little Nord wisdom? Wie das klingt, gell? I know a woman. Guck mal, eine Frau. Strong drink and a fist fight with her. Guck mal, eine Frau. Haben wir die nicht schon verprügelt? Das ist, Think you super. can go blade to blade with me? You'd be dead in 6 seconds. You think you can take me on? And why not? I could beat anyone in this city, barehanded. 100 gold says I knock your hide to the ground. You're on. Just fists. No weapons, no magic, no crying. Let's go. Come on. Okay, ich mach das mal hier. Another maggot squashed beneath. Ich mach das mal hier in First Person. Kann man... It's nothing. Ich weiß ja gar nicht. Kann man irgendwie blocken? Ich glaube nämlich nicht. Alter. Wenn wir hier einfach die Frau verprügeln, das ist so asozial. Aber die teilt halt auch gut aus. Also das ist ein sehr fairer Kampf. Weil man muss sich ja auch an die Gegebenheiten anpassen. Wir sind selbst Nord und sie ist Nord, dann macht man das halt so. Man macht das halt hier so, ne? Ja, es ist tatsächlich ein bisschen knapp, ne? Ja, es ist schon ordentlich, was hier gerade. Also der Kampf ist schon... Aber sie will mich töten, hat sie gerade gesagt. Hallo, ich dachte, wir machen nur einen Faustkampf. Sogar Blut an der Faust. Geil. Guck dir die Blutspritze an. You got me. I think I've earned that 100 gold. You're no liar. Best fight I've had in years. There you are. If you ever need another blade at your side, just ask. Wouldn't mind seeing how you handle a few trolls. Alles klar. Alter, diese Blutspritze. Ja, viel Spaß beim Saubermachen. Ciao. So, wir müssen ja raus. Ich muss ja weitermachen. Ich wollte nur zu der Red Guard. Zur Sadia, beziehungsweise ich habe schon wieder vergessen, wie sie in echt heißt. Hallo, meine schöne Isolda. Hallo, Idolaf. Idolaf ist auch so ein witziger Name. Ah, good to see you again. I spend a lot of time at the market stall so I can learn emergency. Patron of the great clan Battleborn. A name I'm sure you know well. Ja, hab ich schon mal gehört, ja. So auf der Straße mal so. Tell me about Clan Battleborn. Battleborn is a name out of legend. Sung in the songs of old and heard in deeds of valor for 100 generations. For Clan Battleborn they cry in the mead halls. First into the fray and last to quit their ale.
We've got honor, wealth, and titles too. Aye, and buxom women to warm your bed on a cold Skyrim night. Now, if that Sehr gut. don't answer your question, then no words will. Then no words will. Why the feud with Clan Greymane? Money, you laggard. What else? It always comes down to coin. The Greymanes have deep roots in Whiterun, but so do we. Difference is, we're rich. And big hate it. Oh, and they hate it too. All their big talk of pride and honor. What have they got to show for it? Beggars' rags and stale bread. We've got the same pride, same honor, and we've got wealth. No wonder they envy us. Er hat eine interessante Aussprache. Interessante Stimme auf jeden Fall. Uncivilized What about Clan Greymane? It's a wonder they don't still live in a cave like those ancestors they keep boasting about. It's true, Vignar Greymane and his lot are one of Whiterun's oldest and, depending on who you ask, most respected clans. I don't dispute that. But it's one thing to take pride in your lineage, and another to cling blindly to the past. What they call honor and tradition, I call ignorance. Okay. Watch yourself out. I watch myself. Do you Nazim. get to the Cloud District very often? Oh, what am I saying? Of course you don't. Ja, fick dich doch, ey. I work with my mother. Sind alle so unfreundlich hier. Die sind alle so unfreundlich hier. Hallo. Dann. Mit der wollte ich doch sprechen. It's a Die- shame, isn't it? Danica, ich weiß es nicht. Pure Spring. Die hat riesige Hände, alter Vater. I heard something happened to the tree at the temple. The Gilder Green, yes. Ja. It's a bit of an eyesore at the moment. More of a problem for the pilgrims than for me. But not many of them around anymore. What's so special about this tree? To the east of here is a hidden grove where the Eldergleam resides. It's the oldest living thing in Skyrim. Maybe all of Tamriel. Our tree here in the city was grown from a cutting of that tree. You can still feel the glory of the mother tree through it. Even its name is an echo. Is there any way to revive the tree? I've thought about that. Trees like this never really die, they only slumber. I think if we had some of the sap from the parent tree, we could wake up its child. But even if you could get to the Eldergleam, you couldn't tap it. Not with any normal metal. Where's that tree? If you want to help, you'll need something to cut into it first. You'll have to deal with the hag ravens. I've heard about a weapon they've made for sacrificing Spriggans. It's called Nettlebane. The hags terrify me, or I would have gone after it myself. Nettlebane. I'll get Nettlebane for you. Your spirit is strong. Kinnereth's winds will guide your path. It's held in a hagraven nest called Orphan Rock. Müssen wir gerade mal gucken. Wo ist denn das? Also hier sind die Diebe. Das muss ich auch noch machen irgendwann. Oh, ich glaube da oben. Ach nee, das war was anderes. Ach, das ist Warzones. Mount Pain. Interessant. Müssen wir irgendwann mal nachschauen, was Mount Pain genau ist. Das ist Rorikstead, wo die Typen herkommen. Orphan Rock. Gut, hier haben wir jetzt eigentlich nichts mehr. Bleakfall Sparrow, da waren wir ja schon. Pelagia Farm. Whiterun Stables. Na gut, okay. Finden wir schon irgendwann. Can you be my father? Nein, ich habe kein Haus, leider. So, erstmal alles gepflückt. Und der labert wieder irgendeinen Unsinn da vorne. Das sieht so cool aus hier einfach. Ich finde es so schön hier. I'm the commander of the guard here in Whiterun. Whiterun. Komm ich hier durch? Cool, ich komme da durch, okay. Aber erstmal nach Dragon Street. Wir müssen dann mit MEDIALE noch sprechen, nachdem wir den Drachen besiegt haben. Und irgendwie haben wir ja auch komische Stimmen gehört. Ich weiß nicht, was das ist. Aber warte mal. Ich will mal... Ach, ich habe kein Level-Up.
HD. Ich habe gehofft, ich hätte ein Level up. Aber na gut. Ja, guck mal. Dragons reach to discuss the ongoing hostilities, like the rest of the great warriors. Great Warriors? You're finally here. The Jarl's been waiting for you. Okay. Divines bless you. May the ground you walk quake as you pass. 5000 Gold für ein Haus, so viel habe ich nicht. Scheiße. Why is the keep called Dragon's That Reach? is an old tale, but well known to those of us who serve in the keep. Long ago, there lived a mighty hero of the Nords, Olaf One-Eye. Olaf did battle with a fearsome dragon named Numenex. The struggle Numenex. between Olaf and the dragon culminated in a mighty duel atop Mount Anthor, with Olaf the victor. Olaf returned in triumph to Whiterun. By his decree, the city's keep was rebuilt as a prison for Numenex. And so, from that time until this, our great keep has been called Dragon's Reach. Okay.